Du behandelst deine Schuppenflechte seit Jahren mit starken Medikamenten, um das Brennen und Jucken zu stoppen. Dennoch bist du das perfekte Opfer eines lukrativen Geschäftsmodells. Die Diagnose Psoriasis, also Schuppenflechte, ist nichts anderes als ein ausgedrucktes Namensschild deines Arztes für ein Symptom, das dir auf die Stirn geklebt wird. Wenn du dir giftige Cortisoncremes aufträgst, wuchert die wahre Ursache, ein löchriger Darm und eine stille Entzündung, in deinem Körper unbehandelt weiter. Dein System heilt sich erst, wenn du toxische Produkte durch eine kompromisslose Elimination ersetzt. Das ist nicht nur meine eigene Meinung. Ich habe für dieses Video die Forschung von Dr. Yale Adler, Dr. Ken Berry, Dr. Paul Saladino und Dr. Anthony Jay und anderen Experten analysiert. Was sie herausgefunden haben, verändert alles, was wir über Hautkrankheiten denken. Hi, ich bin Arthur von Life Algorithm. Mit 46 Jahren bin ich heute fitter, als ich es mit 30 war. Und das schaffe ich mit nur 3 Stunden Training pro Woche. Ich nutze dafür keine teuren Nahrungsergänzungsmittel, keine fragwürdigen Medikamente und halte meinen Körper zu 100% natürlich. Ich bin kein Arzt und ich stelle auch keine medizinischen Diagnosen. Ich bin Diplom-Informatiker. Deshalb betrachte ich den menschlichen Körper rein logisch als ein komplexes Input- und Output-System. Wenn der Input, also deine tägliche Nahrung, deine Bewegung, dein Lifestyle, dein Schlaf schlecht sind, dann muss der Output zwingend schlecht sein. Dein Output sind deine Energie, dein Fokus und eben auch deine Hautgesundheit. Mein absoluter Leitspruch für diesen Kanal lautet daher: Gesundheit ist eine bewusste Entscheidung, die du jeden Tag triffst. Damit du genau weißt, dass das hier keine graue Theorie ist, möchte ich dir ein Beispiel aus meinem eigenen Leben geben. Ich habe am eigenen Leib erfahren, wie mächtig unser Input wirklich ist. Meine krasse Heuschnupfenallergie, die mich jeden Frühling komplett lahmgelegt hat, ist heute vollständig verschwunden. Früher musste ich Cortisonpräparate nehmen. Heute bin ich komplett medikamentenfrei. Wenn du die systemischen Entzündungen in deinem Körper senkst, heilt sich das System von ganz alleine. Deine Haut verhält sich da absolut identisch. Unsere Gesellschaft nennt es oft Genuss, sich mit verarbeiteten Lebensmitteln krank zu essen. Und wir nennen es Verzicht, sich artgerecht und gesund zu ernähren. Aber lass dir eines gesagt sein: Das wahre Opfer bringen nicht die Disziplinierten. Das Opfer bringen die Menschen, die ihre Gesundheit gegen kurzfristige Dopaminkicks tauschen und später mit chronischen Krankheiten bezahlen. Hautkrankheiten wie Akne, Rosacea und Schuppenflechte fallen nicht einfach vom Himmel. Sie sind in den allermeisten Fällen direkte Symptome einer zugrunde liegenden Hyperinsulinämie oder einer massiven Insulinresistenz. Es gibt faszinierende Studien zu diesem Thema. Forscher der Übersichtsarbeit Skin Manifestations of Insulin Resistance zeigten eindrücklich, dass Hautveränderungen wie Akne und Schuppenflechte stark mit einer Insulinresistenz assoziiert sind und als sichtbare Warnsignale dienen. Wie immer findest du alle in meinen Video genannten Studien unten in der Videobeschreibung. Deine Haut ist wie der Monitor deines Computers. Wenn auf dem Bildschirm, also deiner Haut, eine Fehlermeldung auftaucht, dann ist nicht der Monitor kaputt. Der Fehler liegt tief im System, in der Software oder der Hardware deines Rechners. Die Pharmaindustrie und die Schulmedizin haben jedoch ein lukratives Geschäftsmodell um genau diesen Irrtum herum aufgebaut. Dermatologen behandeln fast immer nur die Hautoberfläche. Sie verschreiben dir starke Cortisoncremes oder wochenlange Antibiotikakuren. Dies ignoriert die tiefer liegende Entzündung in deinem Körper völlig. Die Ursache wuchert im Hintergrund einfach weiter, während das Symptom kurzfristig unterdrückt wird. Schlimmer noch, diese Behandlungen können gefährliche Nebenwirkungen auslösen. Eine der schlimmsten Nebenwirkungen ist das Topical Steroid Withdrawal Syndrome. Das bedeutet, dass deine Haut nach dem Absetzen von Cortison in heftige, qualvolle Entzugserscheinungen verfällt. Stell dir zur Veranschaulichung folgendes Bild vor. Die schulmedizinische Diagnose Schuppenflechte ist letztendlich nichts anderes als ein Namensschild für ein Symptom. Der Arzt schaut auf deine schuppige Haut, druckt ein Etikett mit der Aufschrift Psoriasis und klebt es dir auf die Stirn. Diese Diagnose erklärt aber absolut nicht das grundlegende Warum hinter der Krankheit. Es beschreibt lediglich, dass du schuppige Haut hast, lässt sich aber mit der eigentlichen Ursache völlig allein. Wenn dir gerade das erste Licht aufgegangen ist, dass wir in unserem System nur Symptome statt Ursachen behandeln, dann abonniere jetzt gerne kostenlos diesen Kanal. Hier lernst du, die wahren biologischen Hebel deines Körpers zu verstehen und selbst zu bedienen. Der wahre Feind deiner Haut ist der ständige Blutzuckerschock. Wir konsumieren ununterbrochen freie Zucker und einfache Kohlenhydrate. Das weiße Mehl in deinen Brötchen ist für deinen Körper biochemisch kaum vom purem Zucker zu unterscheiden. Zeitgleich wird ein Hormon namens IGF-1 freigesetzt. IGF-1 steht für Insulin-like Growth Factor 1. Die renommierte Dermatologin Dr. Yale Adler bringt diesen Brandbeschleuniger für unsere Haut perfekt auf den Punkt. Zucker ist zum Beispiel ein Entzündungsmacher, aber vor allem der freie Zucker, der also ganz gering gehalten werden sollte, wenn überhaupt, der ist in Süßigkeiten. Der ist aber auch im Obstsaft und im Obstquetschmus, was man kleinen Kindern gibt, Honig
und Sirup enthalten auch viel Zucker. Und davon sollte man eben nicht so viel essen, obwohl viele denken, dass das jetzt eine gesunde Art zu süßen wäre. Ja. Aber wenn man mal so einen Glukosesensor an sich hat und vielleicht auch bei den Vorfahren jemand mit Insulinresistenz, Diabetes mellitus Typ 2, dann würde ich schon sehr vorsichtig sein. Also freie Zucker, und dazu gehört übrigens auch weißes Mehl, machen große Insulinspitzen, und hohe Zuckerspitzen, hohe Insulinspitzen bedeuten, dass Insulin-like Growth Factor auch freigesetzt wird. Das ist ein Wachstumshormon, was in großen Mengen kontraproduktiv ist und Zivilisationskrankheiten fördern kann. Übrigens auch Akne, welches eine Zivilisationskrankheit der Haut ist. Und verkleben, also Zuckerspitzen verkleben sich auch mit Geweben. Als Hausarzt misst man ja zum Beispiel den HbA1c, den Langzeitblutzucker. Das ist das mit Zucker verklebte Hämoglobin, der rote Blutfarbstoff. Der ist ja da eigentlich dazu da, in den roten Blutkörperchen Sauerstoff überall hinzubringen, den wir aber brauchen für alles. Und wenn dann dieses HbA1c, also das verklebtes Hämoglobin, dann gelingt das nicht mehr so. Dann fehlt dieser Partikel für den Sauerstofftransport. Und wenn das dann immer mehr und mehr wird, dann gleitet man in einen Diabetes mellitus Typ 2. Aber es wird eben nicht nur dieses Hämoglobin verklebt, sondern auch alle anderen möglichen Eiweißstrukturen, wie zum Beispiel die in der Haut, weshalb man schneller altert, wenn man viel Zucker isst. Oder auch alle anderen möglichen Proteine im Körper. Hier ist ein absolut überraschender Fakt, der den meisten Eltern völlig unbekannt ist. Akne bei Teenagern ist nicht immer nur ein reines Hormonproblem. Selbst bei schlanken Jugendlichen kann ein moderner Ernährungsstil mit ständigen Blutzuckerspitzen den Insulin- und IGF-1-Spiegel so anfeuern, dass die Haut unweigerlich eskaliert. Dr. Ken Berry, ein Pionier der artgerechten Ernährung, erklärt das so. The next skin condition is one of the most common skin conditions in the world, and that's acne. Yeah, acne is very, very closely related to having insulin resistance. Now, if you've heard much about insulin resistance in the past, you know that typically people who are overweight or obese and older in age typically have insulin resistance. Here's the thing. Very young people and also very slender people can have insulin resistance or hyperinsulinemia. Very commonly, if you have a teenager or someone in their 20s and they have not just a pimple or two, I'm talking about a substantial case of acne, a severe case of acne, they almost certainly have hyperinsulinemia or insulin resistance. And there's no need to wait till you're 40 or 50 or 60 years old to get these tests checked. If you have a teenage loved one who has moderate to severe acne, they need these tests checked ASAP. Um das kurz auf den Punkt zu bringen, selbst extrem junge und schlanke Menschen können bereits insulinresistent sein. Wenn dein Teenager mittelschwere bis schwere Akne hat, ist die Wahrscheinlichkeit für einen entgleisten Insulinspiegel enorm hoch. Denk an deine Körperzellen wie an einen exklusiven Nachtclub. Das Insulin ist der Gast, der unbedingt Energie in Form von Zucker in den Club bringen will. Bei einem ständigen Überschuss an Zucker weigern sich die Zellen irgendwann, weiteres Insulin aufzunehmen. Deine Zellen fungieren dann genau wie ein strenger Türsteher, der die Arme verschränkt und sagt, Stopp, hier kommt keiner mehr rein. Genau dieser Moment, in dem die Zelle dicht macht, begründet die Insulinresistenz. Der Zucker bleibt im Blut und richtet dort verheerenden Schaden an. Wenn du genau wissen möchtest, wie du diesen Zustand umkehrst, dann schau dir mein Video zum Thema 30 Tage ohne Zucker an. Zudem führt dieser dauerhaft hohe Blutzucker zur Bildung sogenannter AGEs. Das steht für Advanced Glycation End Products und bezeichnet gefährliche Verzuckerungsprodukte. Diese klebrigen Moleküle verkleben wichtige Proteinstrukturen in deinem gesamten Körper und ganz besonders in deiner Haut. Das zerstört dein Kollagen, fördert Entzündungsaktivität und beschleunigt die sichtbare Hautalterung massiv. Hinzu kommt das riesige Problem des Leaky Gut, also des löchrigen Darms. Deine Darmwand sollte eigentlich eine undurchdringliche Festung sein, die nur Nährstoffe durchlässt. Ein Ungleichgewicht im Mikrobiom durch falsche Ernährung führt jedoch dazu, dass diese Wand durchlässig wird. Plötzlich gelangen Toxine, Bakterien und Pathogene direkt in deinen Blutkreislauf, wie ich auch in meinem Video zum Thema Darmgesundheit erkläre. Diese ständige systemische Entzündung nennt man Silent Inflammation, stille Entzündung. Dein Körper schlägt Alarm und diese innere Krise äußert sich direkt über dein größtes Organ, die Haut, als Rötung oder chronische Erkrankung wie Neurodermitis. Lass gerne jetzt schon mal einen Daumen nach oben da, wenn du schon mal viel Geld für teure Hautpflege ausgegeben hast, während dein Blutzucker eigentlich das wahre Problem war. Jetzt wird es richtig spannend, denn bei der perfekten Ernährung scheiden sich selbst unter Top-Experten die Geister. Es gibt ja einen massiven Widerspruch, den wir uns genau ansehen müssen. Ärzte wie Dr. Adler und Dr. Hyman
plädieren vehement für eine stark pflanzenbetonte Kost. Sie empfehlen bis zu 30 verschiedene Pflanzen pro Woche und viele Ballaststoffe zur Fütterung deines Mikrobioms. Andere Experten wie Dr. Saladino und Dr. Berry widersprechen dieser Ansicht jedoch extrem deutlich. Sie argumentieren, dass Pflanzen komplexe, aggressive Abwehrstoffe enthalten. Pflanzen wehren sich mit Antinährstoffen gegen Fressfeinde, die in unserem Verdauungstrakt schwere Darmentzündungen auslösen können. Fleisch hingegen wirke, entgegen der weitläufigen und oft wiederholten Meinung in den Medien, stark antientzündlich und heilsam für den Darm. Ein konkretes Beispiel für pflanzliche Gifte sind Psoralene. Bestimmte Gemüsesorten wie Sellerie enthalten diese Abwehrstoffe in hohen Mengen. Wenn du nun jeden Morgen diese beliebten Selleriesaftkuren oder so etwas machst, reichern sich Psoralene in deiner Haut an. In Verbindung mit starkem UV-Licht durch die Sonne kann das zu schweren phototoxischen Hautreaktionen führen. Wenn du tiefer in die Problematik von pflanzlichen Toxinen einsteigen möchtest, kann ich dir das Buch Böses Gemüse, wie gesunde Nahrungsmittel uns krank machen, sehr ans Herz legen. Dieses Buch und viele andere meiner Buchempfehlungen findest du auf lifealgorithm.de unter Top 3 Produkte, dann Wissen und Bildung, Bücher Gesundheit, Ernährung und dieses Buch unter Antinährstoffe. Auch mein Video zum Thema pflanzliche Antinährstoffe liefert dir wertvolle Erkenntnisse. Lass uns in diesem Zusammenhang einen Blick auf den größten Mythos der Ernährung werfen. Die populären Blue Zones, das sind Orte mit besonders hoher Lebenserwartung, verdanken ihre Langlebigkeit keineswegs einer streng veganen Ernährung, wie heute oft von Aktivisten behauptet wird. Langlebigkeitsstudien aus Okinawa und Sardinien zeigen uns ein differenziertes Bild. Ja, diese Kulturen aßen traditionell viele Pflanzen, aber sie waren keine reinen Vegetarier. In Regionen wie Sardinien oder Okinawa wurden traditionell immer auch nährstoffreiche tierische Produkte konsumiert. Das wahre Geheimnis dieser Zonen ist ein völlig anderes. Es ist nicht der Verzicht auf Fleisch. Es ist der absolute, 100%ige Verzicht auf unseren modernen, hochverarbeiteten Industriemüll, giftige Samenöle und leere Kohlenhydrate. Hättest du gedacht, dass ausgerechnet pflanzliche Inhaltsstoffe deine Hautentzündung derart triggern können? Schreibe mal unten in die Kommentare, ob du das wusstest und ob du im Team Pflanze oder im Team Fleisch bist. Wir vergiften uns aber nicht nur von innen durch falsche Ernährung. Wir tun es auch massiv von außen. Die Kosmetikindustrie verkauft uns Produkte, die unsere Hautbarriere systematisch zerstören. Konventionelle Konservierungsstoffe in fast allen gängigen Hautcremes zerstören das feine, schützende Hautmikrobiom. Wenn du dir das ins Gesicht schmierst, wirkt das auf deine guten Bakterien zerstörerisch. Selbst spezielle medizinische Produkte sind fragwürdig. Gängige Aknemittel, die Benzoylperoxid enthalten, bergen ein dunkles Geheimnis, über das kaum jemand spricht. In einer großen Laborstudie der Yale University wurden 111 verschiedene Akneprodukte getestet. Das schockierende Ergebnis zeigte, dass 34% davon krebserregendes Benzol in Mengen enthielten, die weit über den Grenzwerten lagen. Besonders gefährlich sind instabile Pflanzenöle in Cremes. Die darin enthaltene Linolsäure oxidiert extrem schnell. Diese Oxidationsprodukte lösen laut Studien heftige Entzündungen aus. Aber es wird noch schlimmer. Nicht nur von außen sind diese Fette gefährlich. Ein hoher Konsum, also das Essen von mehrfach ungesättigten Fettsäuren wie Linolsäure, korreliert laut der großen Nurses Health Study direkt mit einem erhöhten Risiko für sämtliche Arten von Hautkrebs. Du verbrennst also quasi von innen und außen zeitgleich. Der Mediziner Dr. Paul Saladino warnt daher eindringlich, aber sieh dir das selbst mal an. When they put a cholesterol-containing moisturizer on the skin, it decreases inflammation. And when they put linoleic acid on the skin, which is this omega-6 polyunsaturated fatty acid found in sea oils, it causes inflammation in the skin. So if you had to pick, like, the number one thing you don't want to put on your skin is linoleic acid. Das bedeutet übersetzt ganz simpel, wenn man Linolsäure auf die Haut aufträgt, verursacht das direkte Entzündung. Wenn du also eine einzige Sache wählen müsstest, die du dir niemals auf die Haut schmieren solltest, dann ist es diese Fettsäure aus Samenölen. Weil unsere Supermarktregale voll von diesen umweltgiftigen Produkten sind, musste ich für mich selbst eine radikale Lösung finden. Ich nutze seit vielen Monaten fast ausschließlich die natürlichen Produkte von Skinbro, wie zum Beispiel die Duschseife Originals, und bin restlos begeistert. Ich nutze die feste Seife zum Duschen und zum Baden. Die Haarseife schon so genial, dass ich sie mittlerweile zum Rasieren benutze. Und damit nicht immer alle sagen, dass ich so alt aussehe, nutze ich neuerdings auch die Hautcreme von Skinbro. Ich als Naturbursche bin absolut kein Fan von starken künstlichen Gerüchen, die den ganzen Raum einnehmen. Aber ich will natürlich nach körperlicher Anstrengung nicht sofort nach Schweiß riechen. Da sind die Skinbro-Produkte, wie das neue Deo, wirklich ein Segen, denn der natürliche Geruch ist super angenehm, frisch und nicht aufdringlich. Um dir zu zeigen, wie krass der Unterschied zu chemischen Produkten ist, möchte ich ja eine kurze Geschichte erzählen. Ich war vor ein paar Wochen mit einem guten Freund, Michael, etwas essen. Und er hat mir etwas Interessantes erzählt.
Ich wusste es bis dahin gar nicht, aber er reagiert von Natur aus auf fast alle Chemikalien in Pflegeprodukten extrem empfindlich. Das betrifft Waschmittel, Shampoos, Duschgel etc. Er erzählte mir, dass er normalerweise gezwungen ist, sich ausschließlich mit ultrasensitiven Babyzeug zu waschen, weil seine Haut sonst sofort rebelliert. Wenn er normales Duschzeug aus dem Supermarkt nimmt oder wenn er auf Geschäftsreise die kleinen Fläschchen in Hotels benutzt, passiert immer das Gleiche. Er bekommt sofort stark juckende, rote Ausschläge. Diese treten besonders an empfindlichen Stellen auf, wie zum Beispiel unter den Armen. Er hat über die Jahre unzählige unterschiedliche Duschseifen durchprobiert und reagierte immer und immer wieder massiv empfindlich. Seit Michael aber auf meine Empfehlung hin die feste Seife von Skinbro benutzt, hat er absolut null Probleme mehr. Keine Rötungen, kein Juckreiz und das absolut Beste daran, er hat mir berichtet, dass sogar seine chronische Neurodermitis deutlich zurückgegangen ist, seit er die Seife benutzt. Ich kenne den Gründer von Skinbro, Valentin, persönlich. Er ist ein super Typ aus Hamburg, der eine ehrliche Vision hat. Deshalb möchte ich ihn und seine giftfreien Produkte mit meinem Kanal unterstützen. Wenn du dir und deiner gereizten Haut endlich etwas Gutes tun möchtest, hat die Community einen Vorteil. Du bekommst satte 15% Rabatt auf alle Skinbro-Produkte. Geh einfach auf meine Webseite unter lifealgorithm.de, Top 3 Produkte, Körperpflege, Duschgel und Seife und klicke auf den Link zu Skinbro. Der Rabatt ist dort hinterlegt und wird ganz automatisch im Kaufprozess für dich abgezogen. Wie reparieren wir dieses kaputte System nun nachhaltig von innen heraus? Der Schlüssel liegt in der absoluten Minimierung von Zucker und Kohlenhydraten. Der radikale Umstieg auf eine sehr kohlenhydratarme Diät wie die Keto-Ernährung oder sogar auf eine reine Fleischdiät, also Carnivore, senkt deinen Insulinspiegel drastisch und nachhaltig. Das macht deine verstopfte Zellen endlich wieder insulinsensibel. Bei vielen Menschen führt genau diese Ernährungsumstellung zur vollständigen Rückbildung von schwersten Hautkrankheiten. Stell dir deine Zellmembran zur Veranschaulichung wie die schützende Hardware-Isolierung all deiner inneren Netzwerkkabel vor. Wer massenhaft industriell verarbeitete Samenöle konsumiert, verbaut in seinem Körper gewissermaßen billige, ungeschirmte Kabel vom Wühltisch. Diese industriellen Fette sind biochemisch extrem instabil. Sobald dein System unter Last steht, sei es durch Blutzuckerspitzen, Stress oder UV-Licht, oxidieren diese billigen Bauteile. Sie verschmoren förmlich in deinen Zellwänden, produzieren gefährliche freie Radikale und lösen einen massiven systemischen Kurzschluss aus, die chronische Entzündung. Mehr zu diesem Thema erkläre ich dir detailliert in meinem Video zum Thema chronische Entzündung, 10 Haupttreiber und 10 Gegenmaßnahmen. Stabile tierische Fette und hochwertige Omega-3-Fettsäuren hingegen fungieren wie eine erstklassige, hitzeresistente Isolierung für deine Hardware. Sie machen deine Zellwände widerstandsfähig gegen oxidativen Stress, dichten das System ab und sorgen dafür, dass dein Lebensalgorithmus reibungslos läuft und sich keine Fehlermeldungen auf deiner Haut zeigen. Eine Ernährung basierend auf tierischen Produkten liefert dir schlichtweg die allerbesten bioverfügbaren Baustoffe für die Reparatur deiner Haut. Schauen wir uns die echten klinischen Daten an, anstatt auf fehlerhafte Ernährungsstudien zu vertrauen, die hochverarbeitetes Fastfood-Fleisch mit echter Nahrung in einen Topf werfen. Große klinische Interventionsstudien zur strengen Low-Carb- und Keto-Ernährung haben die Biochemie des Körpers klar entschlüsselt. Der konsequente Austausch von getreidebasierten leeren Kohlenhydraten durch hochwertige tierische Produkte und Fette führt zu einem rapiden Abfall deines nüchternen Insulins. Das System beruhigt sich und die Folge? Eine klinisch messbare und signifikante Senkung von systemischen Entzündungsmarkern wie dem HSCRP-Wert in deinem Blutkreislauf. Besonders kollagenreiches Fleisch, wie zum Beispiel ein saftiges Steak, liefert dir enorm viel wichtiges Glycin für dein Bindegewebe. Innereien und Organe wie Leber stellen essentielles Biotin in extrem hoher Bioverfügbarkeit bereit, das keine Pille der Welt ersetzen kann. Die randomisierte Doppelblindstudie Lactoferrin-Enriched Fermented Milk Ameliorates Acne Vulgaris im Fachjournal Nutrition zeigte zudem, dass die Einnahme von Lactoferrin, einem Protein aus tierischem Kolostrum, die Anzahl entzündlicher Akne-Läsionen innerhalb von nur 12 Wochen um 38% reduzierte. Zusätzlich zu diesen Baustoffen brauchst du dringend eine konsequente Eliminationsdiät. Du musst die Störfaktoren aus dem System komplett entfernen, damit Heilung überhaupt möglich wird. Ein striktes, kompromissloses Streichen von stark verarbeiteten Lebensmitteln, raffiniertem Zucker, Gluten und toxischen Samenölen ist Pflicht. Auch pasteurisierte Milchprodukte solltest du meiden. Eine Ausnahme bildet hier reine Rohmilch. Die sogenannte Gabriela-Studie hat gezeigt, dass Kinder, die mit echter Rohmilch aufwachsen, ein signifikant geringeres Risiko haben, im Erwachsenenalter an Asthma und Allergien zu erkranken. All das hilft deinem löchrigen Darm, sich endlich zu regenerieren und die Wände wieder abzudichten. Um die wahre Ursache deiner Probleme schwarz auf weiß zu sehen, musst du die richtigen Laborwerte kennen. Fordere bei deinem nächsten Arztbesuch spezifisch 3 Werte ein, die oft ignoriert werden. Lass deinen Langzeitblutzucker, den sogenannten HbA1c-Wert, bestimmen. Fordere außerdem das C-Peptid und dein nüchtern Insulin an.
Warum das C-Peptid? Es ist quasi das Abgas deiner Insulinproduktion. Selbst wenn dein Blutzucker auf dem Papier völlig normal aussieht, verrät dir dieser Wert haargenau, ob deine Bauchspeicheldrüse im Hintergrund bereits auf Hochtouren läuft und deinen Körper mit entzündungsförderndem Insulin überflutet. Erst dann weißt du, ob dein System brennt. Lass uns die wichtigsten Schritte für deinen persönlichen Lebensalgorithmus noch einmal glasklar zusammenfassen. Erstens, erkenne das wahre Symptom. Akne, Rosacea und Schuppenflechte sind in der Regel keine isolierten Hautkrankheiten. Sie sind sichtbare Warnsignale für eine Insulinresistenz und für schwere Entzündungen aus deinem löchrigen Darm. Zweitens, stoppe den Blutzuckerschock. Streiche Getreide und freien Zucker radikal aus deinem Leben. Nur so kannst du deinen Insulinspiegel und das Wachstumshormon IGF-1 nachhaltig senken. Drittens, vermeide giftige Kosmetik. Meide unbedingt Cremes und Duschgele mit Linolsäure, künstlichen Konservierungsstoffen oder Benzoylperoxid. Setze stattdessen auf völlig natürliche Alternativen wie zum Beispiel Rindertalg oder die sauberen Produkte von Skinbro. Und viertens, repariere deinen Darm. Eine Keto- oder Carnivore-Ernährung mit kollagenreichem Fleisch, Innereien und guten Omega-3-Fetten heilt deine Darmwand. Sie liefert die perfekten Bausteine und reduziert die systemische Entzündung. Und fünftens, miss die richtigen Blutwerte. Vertraue nicht nur auf einen kurzen Blick des Arztes. Lass dein HbA1c, dein C-Peptid und dein nüchtern Insulin im Labor checken, um deine Stoffwechselgesundheit wirklich zu beurteilen. Finde dich niemals damit ab, dass deine Haut chronisch rebelliert. Die konventionelle Schulmedizin wird dir immer nur eine neue Creme geben und dir Schulterzucken sagen, es sei eben normal. Aber häufig ist absolut nicht normal. Es ist ein Zeichen dafür, dass dein System leidet. Alle funktionalen Experten sind sich heute einig, dass Hautgesundheit fundamental im Darm beginnt und nicht im Badezimmer. Nur etwa 35% der Leute, die meine Videos regelmäßig schauen, haben diesen Kanal auch wirklich abonniert. Wenn du deinen Körper von Grund auf optimieren und dich nicht länger auf eine profitable Pflastermedizin verlassen möchtest, dann klicke jetzt gerne kostenlos auf Abonnieren. Komm auch gerne in den Live Algorithm Telegram-Kanal. Dort machen wir immer die Abstimmung für das nächste große Videothema. Zum Abschluss möchte ich das Video wie immer mit einem motivierenden Zitat beenden. Der Weg zur wahren Gesundheit führt nicht durch die Apotheke, sondern durch die Küche. Bleib kritisch, bleib gesund und das Wichtigste, fang heute an. Peace out.